Einen wunderschönen guten Tag vom Lechweg. Ich gehe die nächsten 7, 8 Tage den kompletten Lechweg von Lech am Arlberg runter nach Füssen, also von der Lechquelle, vom Quellgebiet runter zum Lechfall. Und jeden Tag werde ich euch ein bisschen darüber berichten. Einmal so ganz faktisch, wie viel Kilometer, vielleicht auch Höhenmeter, Stundenanzahl man so brauchen könnte. Aber natürlich auch mit schönen Bildern, ganz emotional, wie toll dieser Weg ist. Und der ist wirklich eine Weltsensation. Dann legen wir mal los. Also, Etappe 1 von Arlberg am Lech. Quatsch, von Lech am Arlberg, so rum, an den Vormariensee. Ungefähr 15 Kilometer, 4 bis 5 Stunden. Also ihr braucht 4 Stunden sicherlich, dann seid ihr am See. Und wenn ihr um den See drumherum geht, dann kommt die Freiburger Hütte. Da kann man sehr gut essen und das würde ich schon noch machen, eine Dreiviertelstunde. Dann seid ihr an der Freiburger Hütte. Die Hütten hier unten in der Gegend oder hier oben in der Gegend haben ganz oft, tragen sie die Namen deutscher Städte, süddeutscher Städte, Stuttgarter Hütte, Ravensburger Hütte, Freiburger Hütte. Das ist hier alles zu finden. Von den Höhenmetern her, es geht ein bisschen hoch und runter, aber man startet so bei 1480 Metern in Lech und die Hütte oben, die Freiburger Hütte, ist auf 1900 Metern. Und also da liegt schon ein bisschen was zurück, aber es ist eigentlich zum Einlaufen eine total schöne erste Etappe. Dann noch ganz wichtig, diejenigen, die es etwas gemütlicher haben wollen, es gibt einen Panoramabus. Der fährt euch an den Vormariensee und von dort könnt ihr runterlaufen nach Lech, dauert 3,5 Stunden. Diejenigen, die mit mir Wanderhütten und Naturcoachings machen, wir laufen da hoch, wir fahren nicht hoch. Dieses Hochlaufen ist einfach so wunderschön. Also einmal, weil ganz lange keine irgendwelche Wanderer entgegenkommen. Ja, und weil man die ganze Zeit schon am Lech entlang läuft. Und das macht ganz viel mit einem. Ich sage euch einfach mal, was das mit mir gestern gemacht hat, als ich diese Etappe gelaufen bin. Man merkt dieses Rauschen, dieses permanente Begleitetsein von diesem Fluss. Der trägt peu à peu schon den ganzen Stress ab. Das passiert so automatisch. Das ist wie eine Reinigung eigentlich. Man kommt damit ein bisschen Paket und Stress und so weiter an, aber das verliert sich. Also der trägt es wirklich ab und da muss man noch nicht mal reingesprungen sein. Einfach nur dieses ständige Rauschen, dieses Plätschern, mal lauter, mal leiser, dieses Ankommen in dieser Natur. Und dann, ihr seht es auch auf diesen Bildern, dieses unglaublich satte Grün dieser Bäume und Wiesen. Und in Verbindung natürlich mit Berglandschaften, dem blauen Himmel, den weißen Wolken und dann dem Farbspiel dieses Lechs, der ja mal ganz dunkel, azurblau und noch viel dunkler ist und dann mal ja, einfach so wunderschön türkis, diese Farbenpracht. Da weiß man gar nicht, wo man hinschauen soll. Und ich habe das gestern sehr genossen und bin hier einfach wirklich toll angekommen. So, jetzt würde ich euch gerne noch 2 Sachen mitgeben. Das eine ist ein Achtsamkeitstipp, ja, eine kleine Übung, die ihr machen könnt, wenn ihr wollt. Und am Ende möchte ich euch auch noch einen Übernachtungstipp geben für Lech, weil ich wirklich Glück hatte, wo ich runtergekommen bin. Aber erstmal so eine kleine Achtsamkeitsübung. Also wenn ihr diese erste Etappe geht, meine Empfehlung, legt euch mal ins Gras, schließt mal die Augen und übt achtsames Hören. Das heißt, ihr müsst überhaupt nichts tun. Das ist völlig mühelos. Ihr lasst alle Geräusche um euch herum ans Ohr dringen. Ihr geht gar nicht auf die Suche, das dringt automatisch ans Ohr. Und das ist echt super. Also ich habe festgestellt, es gibt wohl eine Insektenautobahn über mir. Bienen, keine Ahnung was noch, die sind über mir drüber gerauscht. Da musste ich echt schmunzeln. Das war so schnell und so. Und dann der Wind, der ans Ohr getragen wird, die Kuhglocken, vielleicht ein Gewitter im Hintergrund, ja, das heraufzieht. Ansonsten der eigene Atem oder dann alles gleichzeitig. Der Lech, der mal plätschert oder der mal schneller fließt. Das ist einfach wunderschön, wenn man das 2, 3 Minuten macht, einfach nur Augen zu, Geräusche ans Ohr dringen lassen. Das ist ein Feuerwerk an Lebensfreude und es tut unheimlich gut und ich glaube, spätestens dann ist man angekommen. Last but not least, ein Übernachtungstipp. Ich bin in der Pension Zögler untergekommen. Die Frau Feldkircher, die führt das Ganze unheimlich nett und wirklich, also wirklich, man fühlt sich fast wie in einer Familie aufgenommen. Sie fragt wirklich, wie es einem geht. Sie gibt Tipps. Frühstück ist ganz klasse. Es ist neu renoviert. Es liegt alles direkt am Lechweg. Das kann ich von Herzen empfehlen. Ich suche mir generell eigentlich Übernachtungsmöglichkeiten zwischen 65 und 75 € mit Frühstück. Und da findet sich hier am Lechweg wirklich
mehr als genug. Diejenigen, die Lust haben, mit mir mitzukommen, auf der nächsten Lechtour, den Lechweg zu gehen als Wander- und Naturcoaching, meldet euch bei mir. Wir machen ein Vorgespräch und schauen, dass wir dann einfach zusammen diesen wundervollen Weg gehen. Alles Gute für euch Lechreisende, Lechgeher, Lechwanderer. Shalom.